Dat is een goede morgen en ik wens je weer alle veilig dat je een goede morgen hebt. Als je dat veilig kan of niet, de dag is koud, maar we gaan die eer geven daarvoor. En ik zie dat het koud is op zingstunden wordt niet op zinnerschool wordt van je reed dat we nog maar zullen voor de verzingen beden. En ik dacht dat we een goede gedanke. Zo'n passende leiders die dan handgeven kan hier in de kerk. Wat een zoveel helpen kan, zoveel doen kan, want dat met lezen dat, wat we zingen zo wieder, en dan zoveel mooi, en die danken zo ganz kracht, dat einer zich veilig dat. Dus dit laatste leid ook zingen deed, die je beden, die veel einem zo ganz angenehm zijn neidig. En dan je vielleicht leven na dat wenn ik wat verbrengen zal, ja, ganz besonders, aber ik leef ons veel die alle, dat we alle kunnen, dort beschäftigen im Leben wird Gott uns gehabt. Wir haben nicht bis die Tage, wenn man grauze zu gehen wird, alle sehr schein geht, alle an Parfüm regt und so weiter. Wir haben Struggles. Aber wenn wir wollen lernen, was uns das soll schein gehen, aber alle Troubles die schwere ever sein, dann wollen wir vielleicht nicht kommen, zu uns Leute schein gehen in das Leben. Wenn es Troubles, wo wir rein, einmal alle haben. Ik meen, zoveel als ik mensen kennen, dat als eenmaal dit en eenmaal dat wat er scheef gaat. En wanneer we dat is alle willen leren, maar dat alle wat voorbij zijn, en dan willen we schaftig zijn, dan worden we leuk dat missen. Zo, ik wil iedereen ook vrede wensen im hart. In de naam Jezus zijn we hier teruggekomen. En wie willen dat zal de waarheid zijn, dat we in naam Jezus top zijn. En mijn prayer is dat Jezus de wat ons understanding geeft, de wat ons verstandnis geeft, wat zijn willen is, en geven jeder einem, dat we dat worden kunnen ook komen, wat God er Jezus, dat we dat worden doen, wat God zijn willen is, door Jezus Christus, ons Herrn en Savior, ons Herrn en Rader. Mijn gebed is ook dat iedereen wordt kennen met dem geschenk van God, van dem Heilige Geest ongevuld zijn en dat doen wat Jezus zijn willen is. En red ook en toehoortje. En dat we alle worden kennen met de rechte mind opgevuld zijn. Ja, ik leg dat met Jezus in 1 Korinther 13 zegt. Want je het wel handbladeren, ik weet niet hoe krachtig, wat jeder wordt nu lezen wat dat is, maar du hast abgeschreven van de liefde, van de lief. Dat zegt dat de lief dat is patience, dus geduldig, en de lief is ook kind. Hoe namen we kind op Dutch? Dus kind, how do you say kind op Dutch? Gescheit, oder medliedig, lieftolig. En lief, dat ook niet dat behouden van wem erg behandeld is worden. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil. Lief neglected niet evil, but rejoices in truth. It always protects, always trusts. Dat immer bewaren, wie wordt vielleicht plotjes zeggen, beschützen, safe houden, always trusts, immer tovertrouwen, always hopes, and always preserves. Ik weet niet of ik dat in de Engelse Bijbel kan vinden, dat preserves. Love never fails. En mij bestemd dat ze maar zeggen dat ik dat woord, dat ik dat zijn deed, wanneer ik een klein beetje word, later, waar ik nog met van de geschichte vertellen, hoe dat wat uitkomen, dat preserve, dat onhoudend blijven, want ik wil helemaal schijn gehad. Krijg je zich eerst al zeggen, want we waren leren, wat ons dat alles schijn gehad, wat alle troubles waren even, dan wordt het schijn gaan, dan waren we met lang leren moeten. Dat derg houden, want ik mag nog niet veel douwen dat. Dan zegt dat love never fails, wat niemand die onschmeren. En waarom niet? God is life. God is love. En daarin is dat al, dit is wat we hier hebben. God helpt
Gott, der haltet euch alle jeden die. Gott, der ist leiftolig. Der heißt geduldig mit uns. Wenn man nicht geduldig mit uns wird, dann wird es wohl nicht merken, weil wie Menschen kennen das nicht, wo wir hastig mal sagen, ganz so leben, sich das gehört. Und dann, love is kind. Und wie weit dat Gott dat nicht, dass wenn Menschen Verzeihung gefragt haben, die vergiftet worden und die das dann losgelassen, dat hij dat gleich mal houden. Wir haben manchmal von gehört, dass Gott, mir stoppt manchmal nicht ganz deutlich, wenn Gott ist ja allweitend, wie jeder manchmal von, dass man, wenn somebody hat Böse getan, er hat seine Sünder abgeräumt und er das nicht mehr, dann ist das, wenn ein Deip mehr geschmiert als wir das Deipste ist, und dann sagen wir, dass Gott denkt dann nicht mehr, er weiß das nicht mehr, dass du gesündigt hast. Ich habe manchmal vielleicht eine schwere Zeit, dass Gott weiß ja alles, ich weiß nicht, wie das dann reich verstehen ich kann, aber er interessiert das almost nicht, wenn wer schlecht ist, so er will haben, der soll sich freien, wenn der Friede in Leben ist. Und dann ist meine Frage, love is patient, wo kann wir geduldig sein? Ich glaube, mit den Lehrer, der wird weiter. Ein Lehrer, der wird weiter, was Geduld ist. Wenn er versucht, den Studenten something zu lehren, und die Schüler, die Studenten, die kommen gleich dahin, als es dann nicht über großartig sehr viel wird, wenn so ein Teacher dann, so ein Lehrer dann geduldig ist und der hat einmal wahre explainen. Ich weiß gut, dass es in der Schule, der Lehrer kann bei mir da muss stehen und sagt, Alvin, guck mal so und so. Mir wird das Rechnen danach nicht mal deutlich. Aber er hat Geduld, hat das vielmal versucht, mich anzudeutschen. Ich kann auch mit meiner Rechnen, ich mal kann, aber das, man schwor, das lassen dahin zu kommen, und dann, wenn das meint, wenn das ist Gott auch, er ist geduldig, und er versucht uns zu lehren, einmal und noch einmal. Da kommen wir alle 8 Jahre zu Kirche, zum taub sein, und uns nachlassen, und versuchen mehr zu lehren. Aber ich sage 8 Jahre, das ist der mexikanische Kalender. Alle 7 Tage am Teachen. Aber immer Hans, die Redner, die Preacher, wenn Larry kann noch mal so viel mal sagen, das und weil wir hoffen, dass wir das mal schließlich mal begreifen können, und er redet das zu uns. Und wo lang soll die Kirche, die Ministerial oder die Members, wo lang soll wir patient sein, wo lang soll wir geduldig sein, mit somebody will dismissen, wenn er oder sie bloß nicht kann das rechte Ding tun. Wo lang soll die Kirche mit einem Member Geduld haben? Das sagt er, love is patience. Gott ist patient. Gott ist geduldig. Und wenn er dann bloß, wo schaut man das Wort, was das erstmal soll, was getan. But love is kind. Kann wie Kindness sein? Kann wie in all onze Menschen, wir tun sind, ich habe Kindness, und ich habe, ich sehe mit dir, was wir Kindness nochmal? Was sehe ich für Kindness? Geschätzt sein, nicht? Oder geschätzt sein, das ist am meisten vor Dingen, knackte Kindness, weil wir Gott danken für so viele Menschen, für die Members, was er versucht, die Kirche zu protecten. Wenn das ja so sehr leicht sind, vielleicht denke ich, dass viel eher nicht, dort ist man sehr gefährlich, was wir sagen, um die Members und so wieder protecten, dass die kann mutig bleiben. Und das kann ich bei mir so leicht sein. Dann bin ich hostig, dann sich abgerechnet, dann denke ich auch hostig, was sagen, und ich denke aber nicht an, ja, das ist mir das interessiert, aber ich denke nicht an, dass mein Mensch, dem was das hörte, dem was das nicht stimmt, dass ich hostig sage da. Und was ich will sagen, am Verzeihung pragen wollen. Und wenn wir an uns denken, dann sagt love keeps no record of wrongs.
keeps no record of wrongs. Von Unrechte. Wir tun das nicht behouden, das Unrechte. Ist das nicht ein real Test für uns? Ist das nicht eine Probe? Ist das nicht ein Test? Kennt wir ab ihrens dem Jahren verzeihen, was er auf uns Unrechte tun? Ist das ein Test? Kann wir das verjeten, wenn Jan uns auf Unrecht behandelt? No, dat kan we. Wie mensen kunnen het niet vinden. Wie wil dat allemaal behouden, nee. Is dat recht, wanneer we dat doen? Kunnen we dat verzeihen? Kunnen we dat even zijn? Kunnen we dat? Dat is een vraag. Do you? Jesus told us in Matthew. In Matthäus sagt Jezus, wo de mensen zullen beden. In Matthäus 6, vers 14 en 15 wordt het van kent. Ik meen, dat prayer, dat Herrn gebed is een klein beetje eier. Aber das sagt, wenn wir nicht waren, den Mitmensch verzeihen, für die Gott, dem sie noch anrechtet, wenn wir dort nicht waren können verzeihen, wenn wir dort nicht waren vergeben können, dann wird der himmlische Vater, was im Himmel ist, okay, wenn du dem was verzeihen, dann wird der himmlische Vater, was im Himmel ist, der wird die dann auch verzeihen. Es ist doch nicht aber so sehr schein, dass wir keine Vergebung finden, beim himmlischen Vater, und wo können wir das finden? Wenn das sagt, wenn die Nächste nicht was vergeben, dann wird der himmlische Vater den selbst auch nicht vergeben können. Und wo rechnen wir das zu tun, wenn wir nicht waren zu tun? Lässt du, ich habe ja abgeschrieben, so Plotfotos, lässt du, wie können vorbeikommen mit nicht verzeihen dem Nächsten? Kann wir das jedem holen? Kann wir das immer während jedem reden? En jedem dat houden whatever mal aanrecht passiert is, ja dat. Wo kost du dan berekenen dat himmlische Vater wat die verzeiht? En wo rekenst du im Himmel aan te komen, wanneer du dat jedem houden das, was steeds während? Leefst du leefst du dat neidig hast, dat du een Verzeihung vrouwen das? Wie immer du bist. Dat kan je dus de vraag nog eenmaal. Leefst du kannst vorbeikommen, bij de hemelse voet, bij de grens vorbeikommen, omdat du waarschijnlijk verzeiht haben und dem mal gut sein. Mag Gott uns das schenken. Und jeder einer, dass nicht einer wird, was für sich mit zu schlafen, was nicht sehnt ist. Ich habe hier einmal abhören mit davon reden, wer uns alle gehört hat. When love does not delight in evil, love, die gleicht dat nicht, wenn da stets während Stressen in evil ist. Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Warum do wir dann manchmal ein bisschen so lachen, wenn während some kind of evil dafür passiert ist? Sagt er, ich had zo'n deal gemacht mit Jan, aber dann word ich an mir viel mehr Geld und dann sehe ich dann, dat wir te billig, ja was, hij wil doch so viel haben. Ich meine, dat so viel haben, dat wir nicht krijgen, want hij zegt dat kunnen ongehen, wat am Jan had. Ich meine, ich will nicht judge, aber ich finde das sehr evil sind dort. Dat Gott trägt, nur den Schacher, was du gemacht hast, bloß zum dort, dat ich mit meiner Geld kriege, um mir dort ongehen, wat ich will. Dat heb ik literally gehört en ik wens natuurlijk dus niemals niet mag ons irgendwer in Himmel zijn toon staat. En the love does not delight in evil. Die Liebe freut sich nicht über Böses. Manchmal dann höre ich vielleicht noch einen Tune, was du vielleicht spielt, was vielleicht somewhere ist. Dat is nog ziemlich schön, aber dann manchmal fängt es vielleicht an zu singen, so wie da hat auf so einer Schule war ein bisschen was von, was meine Gedanken wären. Da manchmal war wir an, die Words zu dort, die Tune, das sind echt good words, vielleicht alle, ich sind ähnlich. Aber ich würde das sagen, gleich, wenn wir nicht dürfen, dort die Leute, wenn das sagt, does not delight in evil, aber nicht mehr immer würde ich glauben, das ist doch pretty good. Aber wir können uns sehr verführen mit uns dort. Sehr unschmerzlich. Ich glaube, das braucht nicht. Aber deep down ist das die rechte Einstellung davon.
En hoe careful moet we zijn? Hoe careful kan we zijn? En ik weet ook dat veel van jullie, ik heb niet helemaal erop aan dat we een antwoord staat, maar I guess some of us do. Some of us, we hadden met trouble dat we dat met eenmaal waar we aan en zo weer met delighten. Dat zegt dat love does not delight in evil, er wordt gezegd. Wenn God als love en God gleichen staat het niet en we willen verzekeren zo te zijn als hij wil, zo we worden het gleiche, want dat niet durven pot nemen aan. Wanneer we dat doen, hoe rekenen we dan dat voorbij te komen bij zijn judgment, ohne dat eerst goed maken. Love protects, die dat verstonen, die dat het voorhalten dat niet was passiert, was ons schadet. Love protects. Ik weet ook waarin hinaus dat gelijk in de Bijbel is, dat betoekt genomen is. Some van deze words heb ik afgenomen van een plek waar ik te zeggen heb in Dashweek. Nu je hebben dat wat ik wil zeggen. Maar me interesseert dat zeggen. Me interesseert dat zeggen dat love, how can love protect? Hoe kan dat? Hoe kan love protecten? Wij weten God kan ons protecten. Maar we dan nu mal worden, ik heb nog wat te lezen in de Bijbel en dat vinden we in 1 Mose, Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Dat handelt zich toch van Abraham. Ik weet ook, dat is een zeer bekende story. Dat is een zeer bekende story. Daar zegt het van alles wat er al passiert weer. Dan wil zegt de schrift dat er zo, dat nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Wie sage ich manchmal, und wie finde ich das in der Bibel, Gott kann nicht verseken. Gott wird nicht Menschen verseken zum Weise tun, aber hier sagt es, dass Gott will nu mal mit den Abraham nu mal ein bisschen seine, wo der das meine, der dann sein Leben. Und dann ruft er dem. Und dann sagt Abraham, ich sehe hier sehe ich. So, da ging mir fort so, wir fangen das auch noch hier an unsere Love trusteth. Love, wenn man leibhaft an dat hij trusteth. So, nu das Abraham, der wir fortschreit, zum sich erkennen, ja, hier zie ik, was reden Gott. Hij moet zijn rein het hart gehad had, wie weet dat in die story van woorden, der Adam, der verstürkt sich, du hast Gott geschwist, wat hij wist dat Gott wird kommen, hij beter verstürkt sich, hij wil nicht im Dagen sein damit. Abraham, der sagt, das wird hier zie ik. En Abraham trust Gott. Und dann sagt er dort, und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einen Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und jürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne. Und sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Hier dachte ich, war so, hat Abraham trust. Wils we kunnen heute die Arbeiter sagen, dort hier blijven, wenn wir gebet haben, wo wir terugkomen. En wo, als we kunnen Abraham losgehen, wenn er nicht trust had, hij wist niet meer bij welk bosch hij would aanhouden moeten. Dat would God hem laten zeggen. Ich habe uns verstanden, wann wir wollen, wir haben fahren, wir wissen, da sage ich nicht, hey, wo wir haben wollen, hier einmal, als wir thuis wären noch, jüngere Bengels wären, wir mussten die Papa mit Koffer raus und können wegfahren, dann wollen wir weten, wo wirst du haben fahren.
das ist nicht, dass er nicht trustet, aber er will, das ist eine Sonderschule, er will sure machen, dass die Kinder würden für sich zu lehren, dass die würden so tun, als reich werden. Das sage ich nicht, dass wir ganz treu wären immer, aber das Mose, das Abraham, der geht los, sehe ich schon einmal Mose, das Abraham, der geht los, und weet nicht mal, wo er hin soll. Und wie soll es ja nicht die Chor nehmen, wenn ich wüsste, wo wir hinfahren. Aber das ist okay. Ich glaube, wenn Papa uns ganz getrust wird, hat, würde niemals nicht mal fragen, wo wir hinfahren. No, dann würde uns das dann down gewesen. Aber nu will er das einmal weiter. Und Abraham, der das gleich fragen, nicht, wo will ich hin sollen? Da bloß das ich sage, I have trust. Und dann Vers 6 nu wieder lesen. Ich gucke hier in der Bibel, ich nur lesen kann in Englisch, aber ich verstehe kann. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac, als das wieder vom Esel aufgesät wäre. Dann hat Isaac das Holz tragen. Er aber nahm das Feuer, das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Dann sind sie gegangen. Sie halten, sie hat Messer mit dem Vier. Und als eben der Vater sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen beide miteinander. Dann sind so das wieder gegangen. Die Jungs noch mal nicht schön, was ist das Schub dann zum Brandopfer? Die Jungs schön mal wenig gewusst haben, nicht? Hab Abraham dann noch gleich gesagt, dass ich war die dort auf dem Altar abstoppen, die Gott bringen. Er fragt, aber Abraham, der hat noch Trust. Er sagt, Gott wird sich weiter. Das ist auch wahr. Aber Gott wird sich weiter mit all unseren Schwierigkeiten, mit unseren Troubles und so weiter. Gott weiß, was wir sollen tun. Wo Abraham da aber was getestet sein. Hat er wirklich so geglaubt, dass er heute mal den Isaac abgeben? Abraham, der weiß bloß, dass er den Trust und Hope hat, das wird, wenn er sagt, da wird noch was sein. Gott wird wissen, was wir sollen da opfern. Und was hat Abraham überhaupt gedacht? Gott hat getan gesagt, er wird eine große Herdmensch, also eine große Nachkommenschaft haben, und nu soll er den einzigen Sehen noch abgeben. Ich weiß jetzt dann bekannt die Geschichte, man war also ewig grob dat, und dat Tupstallen wel, met love, en trust, en protecten, en so weiter. Dan jet ihm das so, dan jet ihm das doch noch war Deib. Waarom wordt Abraham niet gezegd, kijk mal, die Nober, der hat viel besser als ich. Waarom kann der nicht gehen? Der hat vielleicht 5 Kinder, 10 oder wofür. Laat den zijn jong opferen. Is dat niet goed? Er kan ik een van den mitnehmen, zum den opferen. Ik heb dus een jong, waarom wil ik dem nog maar te geven? Dat einzige ding wat hij nog had, wat hij weet achter, wat hij really, wat meine deed, dat moest hij aangeven. En als het niet überhaupt zo, dat is hoeveel dingen irgendwie raar gezegd. Hoeveel dingen irgendwie raar gezegd. Die kinderen die zeggen, maar we zijn een bisschen lied. Zum zijn wo we die waren opbrengen. Die kinderen die hadden ouderen. Zum zijn wo we aan het waren gehoorzaam en gehoorzaam zijn. Kan we dat doen? Kan we dat doen met vrede en met trust? En we zullen kunnen doen dat ons protected wordt. En dan zegt het door de 9. Vers. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham da selbst ein Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf das Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Ich habe wieder verstanden, wenn ich da sage, die Liebe glaubt alles.
wenn Abraham nicht hat Gott geglaubt, dann würde er nicht hat dort Altar durchgebaut und er würde nicht hat das Maß genommen, er würde nicht den Jungen hat der Arms in der Hand gebungen, der Feit. Und ich habe das really geglaubt, dass er wirklich erst so weit gegangen hat, ein Altar gebaut, zum vorwärts gehen, was Gott gesagt hat, er soll seinen Jungen Isaac dann ableihen. Das ist meist korrekt, zu viel von uns zum Verstehen. Das habe ich im Rest gekriegt, was wir ans Hart, ans Mind, kriegen. Muss Gott uns sehen, dass wir das können, die Lieder rauskriegen, wo er das hat in der Bibel abschreiben. Wenn wir können das nicht verstehen, bitte an die Hart, an die Ohren, das Brain ist hart geworden, dass wir nicht das wollen, in uns Leuten ansehen. Da rief ihm der, ich muss ihn denken, die wird zu weten, hat er in Maße gefunden, sein Jung hat er all der Feit in der Hand gebungen, und all das Halten abgelegt, nu wird bald anfangen zu warmen. Dann kommt ein Engel von Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Wara, wie hem tovertru, hij had je zo'n schwaar verzek, en hij kon nog wara zeggen, ik zie hier, Herr, red to me. In het 12e vers. Sehr fein, was der Engel da dann sagt. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Du ihm nicht mal weh. Dann nun weiß ich, sagt Gott durch den Engel, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont meinetwillen. Du wirst das getan haben, ich das hat teugelaten. Du wirst das getan haben, ich das hat teugelaten, dann wirst du das getan haben. Und Gott hat die Hand festgehalten, dem Jungen protect, dass er nicht wird derben, da wieder mit Lied und so wieder. Und wir können weiter, wo abgerecht, wo rejoice, das sagt er, love rejoices. Abraham wat seine was, man, brauche ich doch nicht mein Sehen abgeben. Das kriegt es, wenn wir nur wollen, in Denkkäufe, und wie würde ich leben, das Jahre wie $10.000, aber die kannst du mal ab irgendwas mal haben, nu was das mal actually kaufen, und die Menschen, die sagen, na ja, für das 5, das Geld. Wenn wir nun das an uns meinen, ans haben Geld würde denken, dann würde sehr mutig sein. Nicht sehr, würde uns feilen wie die Krevischi gejeft. Meistens gestohlen. So billig würde es dann sein. Und ich glaube, Abraham hat auch rejoiced, als er das angehört, als er durfte ihn jung doch nicht andauern. Und dann sagt er, der 13. Vers, da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes Statt. Und Abraham hieß die Stadt, der Herr siehet, daher man noch heutiges Tages sagt, auf diesen Berge, da der Herr siehet. So habe ich von da schon da gehabt in Borg, so habe ich steht, wo Gott uns seine hat. Gott hat gekickt, was wir tun. Gott hat gekickt, was wir tun, als wir reid sind zum Abgeben, was nicht mal uns ist, was er bloß nur fragen hat. Dat Gott uns so ankickt, dass wir uns nur vergeben, wir uns verzeihen, wir reden da nicht mehr davon, wenn uns mit viele Arach behandelt zu sein. Der Glaube, was Abraham hat, das Haupt, dass er kann durchkicken. Hier wird das so geworden, dass er zu seinen Jungen vielleicht anweitend sehen, dass Gott was sich nach Kamera an schub. Bei all dem, dass er keinen Sinn, dass er gesagt, die Kriege hat. Aber er weiß, dass somehow mit Gott durchführen. Er hat das was in der gute Life, er hat das so viel Trust. Mir ging das mit gedeibt, dass er das sieht. Das ist der Beuchte, wo Gott raufkickt hat. Würde wir nicht auch wünschen, wenn Gott auf uns kickt hat, wenn wir Angst haben vor Gott und wir wollen nicht hart sein, das ist all, was wir tun, und ja, weil wo rechnen wir dann dort bei die Grenzgebiet zu kommen, wo wir seine Furt ist. Abraham, das ist das, was Gott gesagt hat, er soll tun. Vers 18, und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, die weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Sohn segnen und mehren will,
wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll heißen die Tore seiner Feinde. Besitzen, die Tore seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, daran, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hoeveel van ons willen God zijn stem hier, dat we worden dat nog komen wat hij ons nog vragen dat. Hij dat kwijt zei dat we het moeten doen, hij dat ons dan nog vragen als we dat willen doen. We worden wegbemoest, dus we van hier, we kunnen ons ene choice hebben. We kunnen dat willen wat we willen, want we willen bloß dat onze vasthouden, we willen het niet loslaten, we willen ons ene mening durchgaan. Dat gaan we wel eens doen, dat baat het niet. Dat baat dir wieder rein, nur als du schmeckst die Salz an. De Engelsche sagt, dat is die Volksscheite damit. En kan we dat zijn, wo Abraham aanhouden wir, bij al dem dat zij slag moet gegaan haben, menschlich te beseinigen. We kunnen die Geschichte meest niet mal even lezen, wenn es uns baat het meest, dat hij werkelijk wordt nu mal zo weit travelen, 3 dagen travelen, met een ezel, met halt en vier, massa, band, en dem jong. En dan dort mal gaan en steinen abvliegen, zum den jong dan nu mal dem Herrn opferen. Ja, wie meest bij verstaan. Aber Abraham, die horcht naar God. En wenn Gott lief is, wenn Gott lief is en lief is, dat niemals fehlen, dat niemals ons onschmeren, because God is love. Because God is love. Die kan ons niet onschmeren. We kunnen geduldig en geloten en kind en gemütlich zijn, Gott heeft dat vieren. We hebben later niet zoveel gehoord wat er aan waar gestorven. Dat spijt ik zo, ik weet goed, je alleen wat je mijn vrienden en bekendschap af einer wat er was gestorven en wat van zo sehr veel aan dat einer, damit even nur denken dat het toch meilig is. En de mensen die doen zo zeggen, de grieven, die doen de treuren door even. En dat is wien die love had. Die zijn in live met ihre family members. Die gleiche die person in de family te houden nog wieder. Met hem taub te zijn. Dat is part of us. Ik wens we kunnen mij grieven. Er zijn de mensen wat er verloren zijn. En wat er verloren zijn en jij zal je leven. En ik wens jeder mens wat er niet rijdt weer, ten den Herrn bejenen en zien ene dood, dat hij zich wordt aanvinden, want dat is zeer sad. Dat is wen we willen voor zich te leren en te teach en aanhoudend blijven met patience, dat de jansia wat God vinden en repenten, omwenden van zijn zonde en goede tonen. Goede te doen, dat is im Heiligen Geist leven. Doing good is to do what you hear to do and do what you hear. Dat zijn nooit komen, niet plus weiten, maar dat wat met doen. Zeg veel meer, dan hier reden we laatst al van dat some mensen die worden met zwakkem geestel gezend, die hebben veel over andere mensen te zeggen, waar het moet zal zijn. In de andere wat ze zeggen, geestelijk is, die wordt vielleicht manchmal zeggen, die wordt vielleicht kritiseren, dat is maar zo slim. En ik geloof dat spijt niet graag. Ik wens we kunnen bloos christelijk leven. Bloos christelijk leven en aan zo'n arbeid nog wat we te doen hebben. En hier zijn nog some weer die een beetje opboosten. Je moet manchmal een batterij met leeg, dan moet je een kabels even houden om een beetje opboosten. En dat vinden we in Johannes 4 vers 28 en 29. Da sagt er so, verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in Gräber sind, werden seine Stimme hören. Und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Im Englischen wird es so lesen, marvel not. Dat kunt dat niet wonderen laten. Wenn dat de tijd, the hour is coming
in which all that are in the graves shall hear his voice. Wil dat dagje de waarheid dag waar ze de stem heren and shall come forth, that they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil into the resurrection of damnation. De verdomnis brengen wat de evil geleefd had. Dat weet we al. Ik weet goed, ik breng je recht niet het ver. Maar mir wird es sehr wichtig, dass sagt, love never fails, because God is love. Wie weet al, we zijn alle klug nog dat wie weet dat God de wat al dat doen wat hij versproken heeft. If God says he will call the dead, God will do it. Want er in de Bijbel staat dat God wat de dood roepen, dan wordt hij dat ook doen. Krijg ze goed, hij zei te Abraham, go bless, en dan wordt die wijze van borsten dat zal doen. Abraham, die had trust en hij geloofde, dat wordt een laag daar staan. God wil ik nog aan hem kamer, hij wil hem nog protecten. Vingen we ook bijna. Love is the protection. Sometimes we as people are careless. We zijn manchmal een beetje onmoedig, we ons dacht het manchmal niet veel. Maar mocht God, der Jezus Christus zijn bloot, ons rein maken zum rein worden van alle schuld, van dem guilt free worden, so that we all will hear the voice of God and rejoice to follow. Dat we worden kennen met vrede, gingen rondgaan en jij zijn eternity en jij zijn herrlijkheid aan, waar alles wat good and lovely zijn, where we will be with Jesus. That's all that we all are blessed zijn. That we will have that blessing of being with him forever and ever. En ik mocht iedereen dat jaren, dat hij would zich dat sure maken in zijn leven, dat hij would God zijn walen doen. En we zullen voordat dankzij van zijn horen laten die woorden een keertje, was ons alle zijn, was je dat we kunnen die walen nog komen, dat we kunnen die dingen leven ons ha, en te alle tijden, te alle situations, dat we niet door met zo'n dingen lang schwaar gaan, dit nog een jaar, en we zullen voordat was die we kennen. Vrouwen Christen zijn hier op deze wereld en schaffen voor die dat er hier maar einer kan die vinden, die leven vinden en die komen dat we kunnen alle hoop als een heerlijke grote familie die een dag treffen en du was die greven ook daadje en kijken waar we zijn en zei hey kom al her du zoals nu bij mij zijn voor Amma was je dat en iedereen dat kan verstaan begrijpen erheen komen en dat en dat schijnen weer hier Jezus hem voor was du ons alle opmerkzamen en oprechte harten geven, die wel te doen. In Jezus Christus zijn naam. Amen.